Wir sind Christopher und Andrea und sind mal wieder in Griechenland. Das Land, in dem wir in den letzten 3 Jahren die meiste Zeit verbracht haben. Besonders auf der Halbinsel Peloponnes, ganz im Süden von Griechenland, fühlt es sich für uns an, wie nach Hause zu kommen. Wir sind jetzt auf Peloponnes, sind gerade über den Korinth-Kanal gefahren. Den werden wir uns jetzt gleich auch noch mal etwas genauer angucken. Wenn da Schiffe durchfahren, dann sieht das alles natürlich noch mal ein bisschen spektakulärer aus. Aber das ist gerade leider für die Schifffahrt gesperrt wegen Bauarbeiten. Also der Korinth-Kanal selbst, der ist 6 Kilometer lang, also ein bisschen drüber und knapp 24 Meter breit. Deshalb passen da auch gar nicht so breite Schiffe durch. Deshalb ist er aber auch für die konventionelle Schifffahrt gar nicht mehr so attraktiv, sondern eher so für den Tourismus. Im Jahr sind es, glaube ich, so um die 11.000 Schiffe, die da überhaupt noch durchfahren, weil es auch nicht ganz so günstig ist. Ich habe, glaube ich, gelesen, 80 € für eine 9-Meter-Yacht und pro Meter mehr kostet es nochmal 30 €. Ja, aber schön sieht es echt aus. Ja, wir haben gerade besprochen, vielleicht sehen wir den Kanal ja auch noch mal aus der anderen Richtung irgendwann mal in ein paar Jahren. Jetzt Cool, ja. Genau, jetzt haben wir ihn halt mal von oben gesehen, von der Straße aus, und vielleicht fahren wir ja irgendwann noch mal durch mit dem Boot. Also so breit wird ja unser Boot ja nicht, also wir passen da auf jeden Fall durch, denke ich. Und wenn man es genau nimmt, ist Peloponnes ja eigentlich gar keine Halbinsel. Das ist ja eine, Nicht mehr. Ja, nicht mehr. Nee, das ist ja eine von Menschen geschaffene Insel. Weil durch den Kanal, es gibt ja keinen Landweg mehr nach Peloponnes. Nee. Ja. Ob das schon mal jemand aufgefallen ist? Ich denke schon. Ja, die letzten Tage, also wir sind jetzt ja auf Peloponnes, haben jetzt nicht so viel gefilmt. Nee. Also wir waren jetzt die letzten 2 Wochen waren wir so südlich von Kalamata. Und ja, da haben wir halt ein paar Leute, die wir so kannten, die haben wir damals vor 2 Jahren alle kennengelernt, so im Lockdown. Da waren wir ja ein halbes Jahr hier in Griechenland und haben die alle mal so ein bisschen besucht. Ja, genau. Und dann auch den Jahreswechsel zusammen gefeiert. Das war echt schön, mal wieder. Dann auch in einem Haus mal wieder ein bisschen Wieder Zeit ganz anderes, verbracht. so mit Platz. Ja. Das war schon ganz cool und eine richtig schöne Aussicht. Also die Häuser da sind echt schön, auch so dieser griechische Baustil, so mit diesen Natursteinen. Voll schön. Dann schön auf der Terrasse morgens, Käffchen trinken. Genau. Das war Nee, schön. haben wir schön entspannt. Da haben wir halt auch dementsprechend kaum gefilmt. Also ich glaube, ein paar Bilder von dem Häuschen haben wir gemacht. Das sah echt hübsch aus. Mhm. Und ja, jetzt sind wir weitergefahren. Ja. Sind jetzt in Gythio. genau. Da, Hier waren wir ja auch schon mal. da hinten ist dieses Schiffswrack. Genau. Das haben wir vor 2 Jahren auch schon mal besichtigt. Also sieht nicht anders aus. Ja, ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen was ist weg. Die andere Seite, glaube ich, da wo die Wellen immer gegenschlagen. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Müssen wir noch mal genau hingucken. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was abgetragen worden vom Schiff. Das können wir vergleichen mit den alten Bildern. Das ist dann spannend, was in 2 Jahren so passiert ist. Ja, mal sehen. Ja. Ja, und bei uns, wie geht's weiter? Ja, das wissen wir halt noch nicht so ganz. Also wir gucken jetzt gerade nach einem Boot und Ja, genau, wir sind gerade auf Segelbootsuche. Wir hatten jetzt letzte Woche schon mal eins in Norwegen. Da haben wir schon überlegt, zur Besichtigung zu fahren, aber jetzt haben sich die Kosten wurden dann doch alles ein bisschen hoch. Ja. Fürs Schiff, es hätte neue Segel gebraucht, neuen Autopiloten und ja, es hätte sich dann doch geleppert. Aber da sind wir halt intensiv gerade auf der Suche. Das nimmt auch immer ordentlich Zeit in Anspruch. Ja, deshalb wissen wir auch nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht. Erstmal sind wir hier, wollen uns hier noch ein paar Sachen angucken. Aber es geht dann auch darum, dass wir ja Peppy verkaufen. Ja, auch wenn es schwer fällt. Ja, es ist ein komisches Gefühl, aber ja, Deswegen ist es beides geht nicht. Genau, nee, beides kriegen wir halt einfach nicht hin. Also das kostet dann auch zu viel Kohle und die Zeit hat man dann ja auch nicht. Nee. Und deswegen müssen wir uns jetzt noch ein bisschen treiben lassen, gucken, wie das mit dem Verkauf ist und wie das halt mit dem Kauf vom Boot alles so läuft. Und, Vor allem wo ja, wir aber, was finden. genau. Aber solange wir noch nichts Konkretes haben, wollen wir erstmal hier in Griechenland bleiben. Ein paar Sachen zum Klettern und ja, werden auf jeden Fall alles werden berichten und alle auf dem Laufenden halten. Ja. Also wir sind selber gespannt. Also es ist auch ein komisches Gefühl, diese Ungewissheit. Mhm. Sehr komisch.
Griechenland im Winter ist echt entspannt. Also hier ist nichts los, das ist total geil. Ich glaube, wir haben gestern fuhr ein Auto vorbei. Also Ja. den Platz kennen wir hier übrigens auch schon. Naja, ne, wenn man schöne Plätze kennt, dann kann man sie ja auch wieder besuchen, ne? Ja, also ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Nostalgiker, weil wir jetzt in letzter Zeit immer nur so alte Plätze anfahren. Aber wir wollen jetzt mal was Neues machen. Ja, wir fahren mit der Fähre nach Elafonisos. Elafonisos, glaube ich, ja. Ja, also die Insel da drüben. Ja, wir standen hier letztes Mal ja auch und man hört auch immer die Fähre abfahren. Und wollten, glaube ich, vor 2 Jahren, als wir hier standen, hatten wir das gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, wir dachten, das wäre eine Fußgängerfähre. Ja. Aber das ist eine Fahrzeugfähre, man kann da rüberfahren. Da gibt es auch einen Campingplatz, der ist jetzt zu auch im Winter. Sind wir auch ganz froh drüber, weil da muss man ja nicht auf dem Campingplatz fahren. Und im Sommer ist die Insel auch richtig voll. Ich habe noch ein paar Bilder gesehen, das ist halt die ganzen Strände voll mit Strandkörben. Also wer es mag, ist natürlich schön. Aber wir mögen es ja doch ein bisschen einsamer und ich glaube, im Winter ist da echt ruhig. Und ja, ich glaube, die Fähre soll 13 Euro kosten. Ja, 11 Euro fürs Auto und jeweils 1 Euro pro Person. Und fährt 20 Minuten rüber und dann haben wir uns gedacht, das gönnen wir uns mal. Fahren wir mal auf die Insel und entdecken mal, ich habe schon wieder vergessen. Elafonisos. Elafonisos, glaube ich. Und ja, müssen wir halt mal was Neues machen, weil immer das Gleiche ist ja auch langweilig mit der Zeit. Wenn wir dann demnächst wieder zum nächsten Platz fahren. Ja, der nächste Platz ist ja auch schon geplant. Ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, zur Bolo. Also war es echt ein toller Kletterspot. Da wollen wir auf jeden Fall auch wieder hin. Und ja, aber erstmal jetzt heute ist auch Wochenende. Hier ist auch gerade Feiertag. Weihnachten. Ja, genau. Und ja, das ist ja hier ein bisschen später. Ich glaube, die haben auch orthodoxe Weihnachten hier. Und ja, deswegen halt auch alles zu. Wir können eh nicht einkaufen. Und dann geht es jetzt rüber mit der Fähre nach Elafonisos. Ja, ich glaube, das war richtig. Ich glaube auch. Ja, das war jetzt etwas Quatsch. Also wir sind jetzt sagenhafte 300 Meter gefahren. Wir hätten auch einmal stehen bleiben können, hier vorne mal hingehen können und mal auf den Abfahrtsplan gucken und dann hierher fahren. Aber nicht so schlimm. Wir warten hier jetzt und dann mal schauen. Ich glaube 20 Minuten hast du gesagt für die Fähre, ne? Ja, genau. Also sie müsste auch gleich kommen und dann, ja. Ja, gut. Dann sind wir mal gespannt. Ja. Ja, schade, war jetzt doch ein bisschen too much. Ja, also es sollte jetzt irgendwie 25 Euro fürs Auto kosten und pro Person dann 3 Euro. Und das wären ja dann schon über 30 Euro für eine zurück Tour. Sind über 60 Euro. Nee, das war uns das jetzt doch nicht wert. Man hätte einen Tagesausflug vielleicht machen können, Auto hier stehen lassen. Aber wir würden jetzt dann lieber nach Zobolo, da ist auch schön. Ein bisschen klettern. Wetter soll noch gut sein die nächsten Tage, also können wir ja nutzen. Genau, geht's dahin. Es ist immer noch genauso schön wie vor 2 Jahren auch. Also die Felsen, die Aussicht auf die Felsen ist einfach atemberaubend. Wir sind ja jetzt auf Peloponnes, dieser Halbinsel. Und wenn man sich das von oben so anschaut, dann sieht das aus wie eine Hand mit 3 Fingern, also der Daumen. Hier ist der Nafplio und dann sind die 3 Finger hier unten. Und wir sind jetzt auf dem rechten Finger, also ganz im Osten, ganz im Süden. Und hier ist dann Mani und hier vorne ist dann Patras und so weiter. Ja, und hier sind wir jetzt nach 2 Jahren wieder und eigentlich hat sich hier am Felsen nichts verändert. Allerdings ist die Straße jetzt asphaltiert. Ist ja schön, aber vorher war es eine Lehmpiste, die man bei Regen nur befahren konnte, wenn man wirklich 4x4 hatte. Aber dass sie hier bauen wollen, das hatte sich damals schon abgezeichnet. Also haben wir eigentlich mit gerechnet. Aber die Felsen, das ist schön. Ich freue mich schon wieder richtig.
Wir haben hier Mitte Januar und es ist echt warm. Also ich glaube, die Vorhersage hat heute eigentlich nur 9 Grad angesagt. Wir sind noch viel zu warm angezogen. Aber wenn die Sonne rauskommt, fühlt sich das an wie 20, oder? Mindestens. Ja. Das Gute an dem Spot ist auch, wenn man hier oben ist, ist man warm. Also das sind halt vom Parkplatz, sind es 350 Meter. Immer schön den Berg rauf. Und ja, jetzt können wir direkt an die Wand gehen. Da unten steht übrigens unser kleines Ferienhaus. Da so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört hier in der Kamera, aber wenn man nicht wüsste, was das ist, würde man sich jetzt echt Sorgen machen. Hier brüllt jemand nämlich total laut umher, also so auf Griechisch, man versteht auch nichts. Aber das ist der Schäfer, der ruft halt seine Schafe immer zusammen und das hört sich an, als wenn da jemand flucht und schimpft. Also vielleicht tut er das auch und wir verstehen das nicht, keine Ahnung. Aber der ist zumindest, also der wirkt ganz nett, der Schäfer. Also wir haben den, vor ein paar Tagen haben wir den auch schon mal getroffen. Er spricht aber nur Griechisch. Hat jemand das Seil noch nicht durchgezogen? Er schreit immer noch. Man hört ihn immer noch schreien. Ja, Andrea zieht jetzt einmal das Seil durch. Ich bin die Route vorher im Vorstieg gegangen und sie ist immer nicht so ein großer Vorstiegsfan. Also gerade so bei etwas schweren Routen, das ist glaube ich eine 6A plus gewesen, die klettert sie immer lieber im Nachstieg. Und das heißt also, der Vorsteiger geht halt vor, es sind halt so Bohrhaken in der Wand, klippt die Echsen, also das sind halt Echsen, also die Expressschlingen, klippt die ein, legt das Seil ein und klettert halt hoch. Und der Vorsteiger hat halt das Risiko, wenn der Klipppunkt, also wenn er es nicht schafft zu klippen, wird er halt fallen bis zum letzten Klipppunkt runter und würde halt schon ein ganzes Ende runterfallen. Und beim Nachstieg ist halt dieses Risiko nicht so groß. Also der Nachsteiger geht halt einfach hoch, nimmt einfach das Seil raus, manchmal nimmt er auch wieder die Echsen mit raus und ist halt eigentlich immer relativ stramm im Seil drin. Also man kann auch mal an schwierigen Stellen, gerade bei Mehrseilrouten machen wir das dann halt auch manchmal, kann man so ein bisschen supporten. Also zieht man das Seil so ein bisschen stramm und dann hat der Nachsteiger das ein bisschen einfacher, um halt auch gerade so eine Schlüsselstelle zu schaffen. Eigentlich würden wir gerade viel lieber da oben klettern gehen, aber wir haben noch so ein paar Punkte am Auto, die wir noch erledigen müssen. Wir müssen mal ein bisschen Wartung machen. 2 Sachen haben wir nämlich. Einmal der Tank wackelt ganz schön doll. Ja, Also irgendwie. es ist neu, also
also der schwingt so nach. Wenn man gegentritt, ist uns beim Einsteigen aufgefallen, dann schwingt er nach. Und ich glaube, das war vorher nicht. Also so, deswegen wollen wir das mal prüfen, nicht, dass sich da irgendwas gelöst hat. Und einen ziemlich unschönen Lackkratzer haben wir uns eingefahren. Ich glaube am Olivenbaum irgendwo. Ja, ich denke. Weil irgendwo bei Kalamata sind wir so ein paar Wege lang gefahren. Wir haben nochmal auf den Bildern geguckt, wann wir uns den reingefahren haben könnten. Sind das nicht ganz sicher. Aber der sieht ganz schön böse aus. Also können wir ja gleich mal zeigen einmal. Also hier erstmal die Tankproblematik. Sieht man das ganz schön. Wenn ich hier so gegentrete, schwingt der ganz schön nach. Oh, die andere unschöne Geschichte ist halt dieser Lackkratzer hier. Der, ja, ist ganz schön heftig. Also das ist bis auf blanke Blech runter, deswegen müssen wir da mal ein bisschen was drauf machen, damit es nicht weiter rostet. Also bis jetzt hat sich auch noch kein Rost gebildet. Und wenn das alles fertig ist, dann dürfen wir klettern gehen. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, das ist echt cool mit den Rolltoren. Also da hat man ordentlich Stauraum. Hier oben haben wir unsere ganzen Bergekram haben wir da drin, auch Wasserschlauch und Das Hebekissen? Genau, das Hebekissen ist dahinter. Ja, rechts sind so Ersatzteile und Werkzeugkiste und also der Platz ist schon ziemlich geil. Also das finde ich richtig cool. Ja. Manchmal ein bisschen blöd ist manchmal, dass der Stauraum so nach hinten relativ weit durchgeht und dann immer die Sachen, die man natürlich braucht, sind dann meist nach ganz hinten durchgestopft. Aber wir wissen, wo es ist. Ja, das ist die Hauptsache. Wir haben ja sogar Beschriftungen gesetzt, Ja, damit, genau. damit man das auch wieder findet. Die sind aber auf der anderen Seite. Ja, ich weiß. Frostschutz für die Bremse. Matsche zum Reifen raufziehen. Adapter fürs Wassersystem. Ah ja, genau. Hier ist die Farbe drin. Ist echt krass, wie groß die Stelle doch ist. Also eine richtig kleine Beule drin. Also muss ganz schön harter Ast gewesen sein. Ja, nicht schön, aber funktional. Geht ja hauptsächlich darum, dass es halt nicht mehr rostet. Am Koffer ist es nicht ganz so schlimm, aber hier ist natürlich Stahl unter und das würde sonst rosten. Und das ist natürlich nicht schön. Deshalb ein bisschen Lack drauf, jetzt kann es nicht mehr rosten. Und jetzt den Tank. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier liegen relativ viele Ziegenperlen. Die letzten Tage war ordentlich Regenwetter, aber wir haben die Zeit wenigstens sinnvoll genutzt. Wir haben recht viel gearbeitet und irgendwie war es halt recht windig und dann wackelte halt das Auto auch immer. Und dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir hatten ja die Geschichte mit dem Tank, der immer so wackelt und das wohl vorher nicht so war. Und irgendwie ist mir dann eingefallen, was das sein könnte und das ist es auch, der Stoßdämpfer. Also vorne rechts der Stoßdämpfer ist kaputt und dadurch geht jetzt halt diese ganze Kraft, die ganze Bewegung geht nur auf diese Blattfedern und dadurch schaukelt er jetzt so doll nach. Und der vordere Tank bewegt sich dadurch natürlich mehr als der hintere und das sah so im ersten Moment halt so aus, wenn er tanklose ist. Aber dabei sind nur die Stoßdämpfer kaputt.
Oder zumindest eine. Da werden wir jetzt mal Ersatz suchen. Ich glaube, ich hatte gestern mal ins Internet geguckt. Ich glaube, Nafplio ist so die nächste größere Werkstatt. Da werden wir uns mal Stoßdämpfer hinbestellen. Sollte eigentlich kein Problem sein, die zu tauschen.